Hallo liebe Scooterfreunde, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute mache ich einen Test mit verschiedenen Windschildern mit der Piaggio Beverly 300. Es gibt ja da einige Varianten, man kann natürlich ohne das Windschild fahren. Dann haben wir, ihr seht es hier schon bei der Police, das kleine Cruiser-Windschild. Das kann man, wenn man möchte, im oberen Bereich noch ergänzen durch einen Windschildaufsatz. Und wir haben natürlich später, das zeige ich euch dann nachher, noch das ganz große Windschild. Und ja, die drei Varianten wollte ich heute mal für euch testen, vielleicht ein paar Tipps geben, damit ihr euch vielleicht, wenn ihr ein Windschild anbauen wollt, etwas besser entscheiden könnt. Vielleicht vorab als Info, ich bin 1,88 groß. Windschilder sind natürlich immer ganz stark von der Größe des Fahrers abhängig, wie der Wind dann nachher an den Helm strömt, wie viel Körperschutz man hat, wie viel Wetterschutz. Also von daher kann man das jetzt, ich sehe gerade hier hinten, da habe ich den schon liegen, das ist der Aufsatz. Ich zeige euch nachher mal, wie der aufgebaut wird. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten. Ich habe jetzt hier für die Police, damit es passt, einen getönten genommen. Es gibt Schraubsätze, die kann man ranschrauben. Es gibt kleinere Aufsätze, die man hier nur in der Mitte befestigt, die dann auch etwas kleiner sind und wirklich nur den Mittelbereich ableiten. Und wir haben halt diesen etwas größeren Touring-Schirm, den ich habe. Den kann man festschrauben, dafür muss man allerdings in die Scheibe bohren, was ich nicht wollte. Und es gibt diese Klemmaufsätze, die dann einfach hier oben rangeklemmt werden, verschraubt werden, und das hält auch sehr gut. Ja, so viel erstmal zur ersten Vorstellung. Ich mache jetzt mal einen Fahrtest und dann schauen wir mal, wie sich das Ganze bei der Fahrt anfühlt. So, nun mal zu den ersten Fahreindrücken der Cruiser-Scheibe für die Beverly 300. Also was sofort auffällt, ist, man hat deutlich weniger Wind auf der Brust. Also gerade jetzt bei normaler Stadtgeschwindigkeit fällt es schon auf. Aber auch der erste Eindruck, es wird extrem laut am Helm. So, also bei meiner Größe von 1,88 geht mir die Scheibe ja so bis unter die Halskante, Unterkante Helm. Das heißt, die konzentrierte, abgeleitete Luft der Scheibe wird mir genau auf den Helm geleitet. Ich fahre jetzt gleich mal auf die Landstraße, um mal zu sehen, wie es bei etwas höheren Geschwindigkeiten ist. Aber ich schätze mal, das wird dann nicht besser. Ja, also das ist natürlich jetzt immer größenabhängig. Wer ein bisschen kleiner ist und tiefer sitzt, da wird es dann wahrscheinlich, wenn man jetzt nur gerade rüber guckt, mit Sicherheit so sein, dass man weniger Wind an den Helm bekommt. Aber bei meiner Größe, ich gucke wie gesagt genau komplett rüber. Und wir schauen jetzt gleich mal, was jetzt die Windgeräusche machen. Also allgemeiner Wetterschutz ist auf jeden Fall gut. Also die ist zwar klein, man hat natürlich keinen Schutz an den Händen oder Armen, aber der Brustbereich, der ist gut abgeschirmt. Sollte auch von der Geschwindigkeit ein bisschen was bringen, weil es aerodynamischer ist als der Körper, der das natürlich mehr einfängt, den Wind. So, und jetzt gucken wir mal, wenn wir mal auf 100 gehen. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt am Mikrofon auch hört, aber das wird jetzt schon richtig laut. Also, und ich habe einen guten Helm, also der ist jetzt normalerweise im Normalbetrieb nicht laut, aber die konzentrierte Luft, das merkt man hier auch, die wird genau auf den Helm geleitet. Wenn ich jetzt mal spaßenshalber mich hinstelle, jetzt wird es viel leiser. Also ihr seht schon, wenn man ganz ohne Scheibe fahren würde, wie jetzt, wird es leiser, und jetzt ist es so extrem laut. Also ohne Ohrenstöpsel würde ich jetzt nicht fahren. Wenn ich jetzt tiefer gehe, ja, dann wird es auch besser. Also wenn man sich ganz, ganz klein macht, dass man gerade mal so rüber guckt über die Cruiserscheibe, dann geht's. Aber bei meiner Größe, ja, nee, also so möchte ich jetzt ungern vielleicht eine längere Tour machen. Da braucht man definitiv Ohrstöpsel, und das ist natürlich vom Tragekomfort dann auch nicht so toll. Ja, also mein Resümee für große Fahrer, Cruiserscheibe lieber nicht machen. Die ist wirklich laut. Bei kleineren Fahrern ja. Sieht auch ganz gut aus. Also gegen die Optik kann man jetzt nichts sagen. Die ist ganz schick. Hält auf jeden Fall auch was vom Körper weg. Wird auch bei der Höchstgeschwindigkeit sicherlich ein bisschen was bringen, wie alle Cruiserscheiben. Aber
der Wind am Helm, der ist brutal. Also das macht jetzt nicht viel Spaß. Da wird es richtig laut. So, ihr seht's, 2 Minuten, das war's schon, wenn überhaupt. Und die Scheibe ist dran. Jetzt haben wir oben 2 Kipphebel. Ich hoffe, man sieht es. Guckt mal hier. Hier sind solche kleinen Kipphebel, die man nach unten macht. Dann kann man es in der Höhe verstellen. Und den Neigungswinkel verstellt man hier nach Umdrehen dieser beiden Hebel hier vorne, die auch das Ganze arretieren, kann man dann die Neigung verstellen. So, ich stelle sie mir jetzt mal so ein, dass ich immer noch so ein bisschen drüber gucken kann. So, dann einfach hinten anziehen, vorne wieder rumdrehen. Und das Ganze ist fertig. Sieht dann von der Seite so aus. Ja, ist jetzt natürlich nicht mehr so schick. Aber ich sag mal, wenn man eine Tour fährt und ein bisschen Windschutz haben will, ist es okay. Man kann sie natürlich auch flacher ranmachen. Den Neigungswinkel könnt ihr auch verstellen, je nachdem, wie man den Wind abhalten möchte. Ich teste es jetzt erstmal so. Wir fahren mal ein Stück weiter. Ja, also vom ersten Eindruck merkt man jetzt schon, dass da deutlich weniger Wind am Helm anliegt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt am Mikro auch mitbekommt. Es rauscht ja meistens recht stark. Aber das ist definitiv besser. Also Windgeräusche um einiges reduziert. Ich sitze auch ganz aufrecht. Die Scheibe ist noch nicht mal in höchster Position. Ich habe jetzt hier in der Mitte. Das ist bestimmt im Sommer ganz angenehm. Kommt noch ein kleiner Windzug durch. Also hier ist ja dieser Spalt und da kommt natürlich noch Wind durch. Dieser wird aber ja, nicht so stark, dass es irgendwie an den Helmen stören kommt. Ist wahrscheinlich im Sommer ganz gut, sogar um ein bisschen Frischluft zu kriegen. Aber der obere Teil führt halt dazu, dass wirklich der Wind jetzt, der starke, oben über den Helm geleitet wird. Also das ist eine gute Lösung, muss man sagen. Nicht sehr schön, aber es hält. Also ist bis dato auch alles stabil hier. Da wackelt nichts und erfüllt seinen Zweck. Ja, ihr merkt schon, man hat mit der Scheibe viele Einstellmöglichkeiten, was die Höhe, was den Neigungswinkel angeht. Und jetzt selbst auf höchster Position wackelt da nichts. Also die hält wirklich gut, obwohl es nur eine Klemmhalterung ist. Jetzt ist sogar die Windgeräusche noch besser, wird noch weiter abgehalten. Ja, hier in der Mitte kommt jetzt schön Ventilation durch, aber kontrolliert, also so ein kleiner Luftsog. Der ist aber sicherlich ganz angenehm, macht auch keine großen Geräusche, aber der Hauptverursacher, nämlich dieses Extreme, was durch die Abrisskante des Windes entsteht am Helm, das ist jetzt weg. Also Fazit jetzt, Cruiserscheibe für große Leute würde ich abraten. Das macht nicht Spaß, das wird richtig laut. Je nachdem, was ihr für einen Helm habt. Ich möchte es gar nicht mit dem Jethelm probieren, weil ich habe jetzt ein Integral aufgehabt. Bei einem Jethelm wird das Ganze natürlich dann noch lauter. Also das ist so, dass der Wind genau in den Helm reingeleitet wird und natürlich dann auch konzentriert, weil die ganze Aerodynamik das Ganze noch verstärkt. Also wer nicht extrem Krach haben möchte beim Fahren, der verzichtet dann lieber ganz auf die Scheibe und fährt ohne. Wer aber eine Cruiser haben möchte und auch größer ist, der kann sich diese Aufsatzscheibe holen. Fährt damit auf jeden Fall gut. Ist variabel einstellbar. Funktioniert auch super. Also da kommt jetzt nichts mehr an den Helm. Ganz kleiner Windzug noch über den kleinen Spalt in der Mitte. Das ist aber an sich sehr angenehm. Also da kann ich durchaus zu raten. Und ja, wir gucken uns jetzt gleich nochmal die ganz hohe Scheibe an, die natürlich dann auch breiter ist und auch die Arme und Hände mitschützt. Das ist natürlich der optimale Wind- und Wetterschutz, aber
Wer es ein bisschen sportlicher von der Optik mag, der ist mit dem Aufsatz und der Cruiserscheibe auch gut bedient. Gut, ja, ich fahre jetzt mal noch ein Stückchen und wir bauen dann mal die hohe Scheibe ran, um zu gucken, wie die sich fährt. Jetzt haben wir die hohe Scheibe dran. Die ist natürlich noch höher als die andere mit der Aufsatzscheibe. Die geht wirklich bei mir bis an die Oberkante vom Helm. Wir haben den Vorteil, wir haben jetzt hier an der Seite noch einen Schutz für die Hände. Und jetzt schauen wir mal, wie die Scheibe sich fährt. Okay, ich brauche jetzt schon nicht mal mehr das Visier runter machen. Und habe kaum noch Wind am Helm. Ein bisschen kommt so von der Seite hier noch durch. Aber die schirmt wirklich am besten ab. Also ich glaube, mit der kann man wunderbar auch fahren, wenn es mal kälter ist. Oder vielleicht sogar die im Winter fahren, sind mit der gut beraten. Die nimmt den ganzen Fahrtwind weg. Schützt auch natürlich dann vor Wettereinflüssen, Schmutz, Dreck, Regen, alles was so auf einen zufliegt. Man guckt jetzt allerdings natürlich durch eine Scheibe durch, aber die ist sehr klar, da hat man jetzt keine Sichteinschränkungen. Manchmal, wenn die Sonne so ein bisschen schräg drauf steht, dann reflektiert es ein bisschen, aber ist jetzt nicht schlimm. Würde ich jetzt nicht als negativ sehen. Ja, also 50 km/h, ganz, ganz angenehm. Da bekommt man nichts mehr ab. Was unterschiedlich ist, das fällt einem gleich auf, ist die Geräuschkulisse, in der man plötzlich fährt. Dadurch, dass der gesamte Fahrtwind weggenommen ist, hört man jetzt den Motor wieder mehr. Also ich kriege die ganzen Geräusche, die neben oder hinter mir sind, viel, viel stärker mit. Ja, also sehr angenehm. Wer es mag, ist mit so einem Ding gut beraten. Die hohen Scheiben werden ja sehr, sehr viel in Italien gefahren. Also wer schon mal in Rom war oder in Mailand, der sieht ja fast nur Roller mit hohen Scheiben. Die schützen sich halt und ihre Kleidung mit diesen hohen Scheiben vor dem Ganzen, was so einem da manchmal entgegenfliegt im Sommer. Also macht wirklich Sinn. Kann man auch mal mit einem Hemd oder Anzug fahren, ohne dreckig zu werden, wer das möchte. Und man bekommt hier hinter wirklich, das ist total windstill, also das ist beeindruckend. Ich bin dann schon viele Roller gefahren, die Windschilder hatten, aber bei dem hier ist es extrem ruhig dahinter, weil man natürlich auch sehr dicht dran sitzt. Also der Abstand ist jetzt gerade mal so eine Armlänge. Ich hatte ja die X-Max 300, da war das ein bisschen anders. Da war der Windschild viel weiter vorne, ein größerer Abstand zum Körper. Und dadurch, dass man hier relativ dicht dran sitzt, in dieser aufrechten Sitzposition, hat man doch einen sehr, sehr guten Schutz. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie das auf der Landstraße aussieht. Weil Unterschied dieser Scheibe zu zum Beispiel Scheiben beim X-Max oder Honda Forza ist natürlich, die Scheibe ist direkt mit dem Lenker verbunden. Während beim X-Max die Scheibe an der Verkleidung ist und der Lenker frei ist. Da können also keine Kräfte auf den Lenker wirken, während hier durch den Anbau der Scheibe direkt am Lenker Windkräfte natürlich dann auch den Lenker treffen. Die Höchstgeschwindigkeit, schätze ich mal, wird etwas geringer sein als bei der kleinen Scheibe, weil natürlich die Windwiderstandsfläche viel größer ist. Aber jetzt bei 100, ja, das ist super. Also da bekomme ich nichts mehr ab. Man merkt jetzt natürlich schon, man hat ein bisschen mehr Windkraft am Lenkrad. Aber es geht, also wenn es jetzt nicht stürmt, kann man das gut handeln. Aber der Windschutz ist wirklich sehr, sehr gut. So, was sind nun die Ergebnisse meines Tests? Also alle 4 Möglichkeiten
Haben so ihre Vor- und Nachteile. Ganz ohne Scheibe sieht gut aus, fährt sich am sportlichsten, man hat den Fahrtwind am Körper und am Helm. Das ist so die klassische Variante. Dann kann man die Cruiserscheibe nehmen, die für kleine Fahrer durchaus Sinn macht, optisch auch wirklich toll aussieht. Für große Fahrer finde ich, ist sie nicht mehr geeignet. Da macht sie wirklich zu viel Turbulenzen am Helm. Da wird so laut, dass es auch keinen Spaß mehr macht und unangenehm wird. Also für große Fahrer würde ich die nicht empfehlen. Dann eher die Variante mit der Aufsatzscheibe, die bei einem großen Fahrer ja reguliert werden kann und in der Höhe verstellt werden kann, sodass man sich die dann auf seine Höhe passend einstellen kann. Die macht Sinn. Und wer es ganz ruhig haben möchte, der nimmt so eine große, die dann auch gleich einen Schutz für die Hände bietet. Also wenn es kalt wird oder mal regnet, bietet die natürlich am meisten Schutz. Ist sehr, sehr leise, auch ganz ruhig dahinter, keine Geräusche am Helm. Ja, das war es dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Video. Falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und weiterhin gute Fahrt, genießt das schöne Wetter und bis zum nächsten Video. Ciao!